Herzlich willkommen zur Route Grande Alpe. Die Route Grande Alpe ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfersee bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col du Galibier und den Col de l'Iseran. Die Route Grande Alpe verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsport-Flair und grandioser Ausblicke. Hi, heute wird's richtig schön, denn wir fahren den fantastischen Comet de Roseland. Der Tag beginnt jetzt aber erstmal ganz früh um 6:20 Uhr vor der Garage, in der unsere Räder stehen. Wir hoffen jetzt, dass gleich die Garage für uns aufgeschlossen wird. Da soll eine Person, beginnt hier immer um 6:30 Uhr, parkt hier vorne und die sollen wir abpassen, sie ansprechen und dann macht sie uns die Garage auf. Ein bisschen komisch. Und sonst geht Garageöffnung auch nur halbstündlich. Also ja gut, jedes Hotel hat so seine Regelung, ne? Es hat funktioniert, wir wurden in die Garage reingelassen. Und dann haben wir unseren Kram geholt und haben die Räder im dunklen Hof bepackt. Die Strecke des heutigen Tages blinkt hier rot und in der Nahaufnahme sieht das wie folgt aus. Wir starten in Beaufort und fahren dann hoch zum Lac de Roseland und Comet de Roseland. Danach kommt eine Branchenabfahrt bis nach Sainté-Foy-Tarentaise. Mit 55 Kilometern ist auch diese Etappe eher kurz und am Ende stehen 1670 Höhenmeter auf dem Tacho. 17 Minuten später ist es schon deutlich heller und wir sehen hier etwas die Umgebung vom Hotel. Die war nämlich super praktisch. In direkter Nähe hier links war ein kleiner Supermarkt und gleich ein paar Meter weiter über dem Fluss war eine Boulangerie und die hatte bereits auch schon um 6:30 Uhr auf, also perfekt für uns. Ist auf einmal schon hell, ne? Parce que nous, notre super. Ah. Marseille, tu fais ça. So, wir rollen und hier waren wir gestern Pizza essen. Anstieg. Das ist der Pass, den wir nun fahren, 20 Kilometer lang, im Schnitt 6,1%. Aber eigentlich ist der Pass meist steiler als das, denn das flache Stück rund um den Lac de Roseland, das ist der weiße Bereich nach 12 Kilometern, zieht den Schnitt deutlich runter. Deswegen schaue ich mir nicht mehr nur die durchschnittliche Steigung von einem Pass an, sondern lieber die Steigung pro Kilometer. Das ist viel aussagekräftiger. Die 12 Kilometer davor geht es mit 7 bis 8% durch die grüne Hölle, wie ich sie gleich nennen werde. Dann kommt der See und danach kommen nochmal ein paar steile, aber sehr schöne Alpenkilometer. Und durch das flache Stück macht der Garmin 2 Anstiege daraus. Okay, Anstieg läuft schon. 11,6 Kilometer noch, 940 Höhenmeter, 8% im Schnitt. Ja, man merkt, dass die Schlucht hier erstmal ganz eng wird. Ja, die Räder laufen jetzt bis Tag 3 sehr gut, obwohl ich am Anreisetag noch so einen Schreckmoment hatte und was entdeckt habe, was nicht ganz richtig ist. Ja, und dann ist auf einmal bei mir immer Urlaubsfreude direkt weg und ich mache mir nur noch Sorgen, weil das Fahrrad ja der Urlaub ist. Ja, also was war passiert? Also vorm Urlaub hatte ich die Räder schüssig gemacht, Bremsen entlüftet, eingestellt, Antrieb natürlich gemacht, Laufräder gecheckt und so weiter. So. Und dann dachte ich, ja, wir sind good to go. Aber dann am Anreisetag an Bahnhöfen schiebt man ja sein Rad ein bisschen mehr als sonst. Normal fahre ich ja. Und dann merke ich, in den größeren Gängen bewegt sich meine Pedale beim Schieben. Das heißt für mich, der Freilauf ist nicht ganz freigängig. Jo, wenn es so bleibt, okay, aber wenn es schlimmer wird, ja, dann könnte man Probleme bekommen, habe ich gedacht. Ja. Ja, letztendlich waren wir dann noch am Anreisetag bei der Werkstatt in Thonon-les-Bains. Die haben es gecheckt. Er sagt direkt, ist nicht schlimm, geht alles. Dann haben die da ein bisschen WD-40 reingesprüht. Haben gesagt, man muss jetzt ein bisschen fahren.
Die Pedalen haben sich noch die ganze weitere Reise gedreht und erst zu Hause habe ich mir den Freilaufkörper angesehen. Das Problem war, dass die Sperrklinken zu verdreckt waren und deswegen nicht mehr so leicht nachgegeben haben. Während ich eingeklickt war, war das kein Problem, da habe ich keinen Widerstand oder so gespürt. Aber wenn die Pedalen frei waren, dann haben sie sich auch gedreht. Reinigen und neu ölen hat geholfen und seitdem drehen sie sich nicht mehr. Ja, während die Kilometersteine hier jetzt noch 15 Kilometer bis zur Spitze anzeigen, zeigt mir für der Fahrradcomputer ja nur noch 6,4 an. Ja, und auf dem unteren Anstieg gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Man könnte so ein bisschen beschreiben wie grüne Hölle. So 8% geht doch. Grüne Hölle sagt man so zum Nürburgring. Ja? Aha, gut. So, die Hälfte des Anstiegs ist geschafft. Und da oben sehen wir schon die Sonne. Je höher wir kommen, desto eher landen wir mal in der Sonne. Obwohl es wirklich angenehm kühl ist. Körper überhitzt nicht. Sehr gut. Bonjour, bonjour. Bonjour. Von da unten kommen wir. Was ja morgens auch immer toll ist, ist das Licht. Also ich finde, wenn die Sonne mittags voll scheint, ist immer viel zu grell im Video. Das hat man morgens nicht. Da kommen noch ein paar Rennradfahrer. Mit den beiden haben wir uns gerade unterhalten. Wir haben erzählt, was wir machen. Und die fahren die Runde um den Mont Blanc in 1,5 Tagen. Und die haben irgendwie einen Warm Showers, nehmen da aber mehr oder weniger nur das Abendessen mit, schlafen ein bisschen und dann geht's weiter. Auch ziemlich anspruchsvoll. Ja, und wenn man sich die Waden anguckt, passt das schon. Ja, mit den Waden geht es. So, noch 840 Meter, 62 Höhenmeter. So, der Anstieg ist beendet und jetzt kommt der Lac de Roseland. Ja, nee, also erstmal kommen Mülleimer. Und jetzt fahren wir mal hier rechts zur Staumauer. Seit 1960 wird hier der Fluss Doron gestaut. Der See ist zwar künstlich angelegt, aber trotzdem wirklich sehr schön. Der Name stammt übrigens von dem damals überfluteten Dorf Roseland. Die Strecke bis zur Staumauer. Ja, wir sind jetzt so mitten auf der Staumauer und hier geht es jetzt ein paar Meter runter. Anna hatte Keksflash. Schön türkis das Wasser. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen viel Gegenlicht, das ist ein bisschen blöd. Und jetzt fahren wir mal in die Richtung und gucken, ob wir da einen schönen Rastplatz finden. So wohlverdiente Pause hier an einem richtig schönen Fleck mit Blick auf den See. Das genießen wir jetzt mal eine halbe Stunde. Prost. Prost. Salut. Nee, Salut. Ja. Mhm. Genau. Nee, Was heißt es denn? das heißt... Na, mir fällt das noch ein.
Chin Chin auf Französisch, glaube ich, oder? Hm? Ich glaube schon. So, es geht weiter mit dem Anstieg zum Commet de Roseland. Noch 5,6 Kilometer, 381 Höhenmeter. Und jetzt sollen so ziemlich die schönsten Alpkilometer überhaupt folgen. Ja, toller Anstieg. Super Landschaft. Angenehme 5–6% hier im zweiten Anstieg. Kann man genießen. Wir bewegen uns vom See weg. Hier durch diesen Felsdurchsprung. Ja, jetzt ist hier gerade ein bisschen schroffer. Und wir hören Murmeltiere pfeifen. Oh, schöner Wasserlauf. Hier ist eine Refuge. Ja, auch ein schönes Gebiet zum Wandern bestimmt. Das ist ein mobiler Melkstand. Scheint komplett unberührt dagegenüber. Ja, komm mal her. Hält sich aber sehr gut. Ja. Anne sagt gerade, fährt sich aber sehr gut bisher. Immer diese Einschränkung bisher. Ja? Der letzte Kilometer, der kann jetzt alles ändern. Er kann noch alles reinreißen. Der Weg vom See bis zur Spitze des Passes, auf der wir jetzt ankommen. Jo. Hinten schon holen. Ja, so sieht's aus. Bonjour. Ja, bonjour, bonjour. Jo, wir haben es geschafft. Ja. Jeder Call muss gefeiert werden, ne? Also, Prost. Prost. Herrlich. Jo. Ja. Wollten gerade schon fast wieder runterrollen, haben uns dann noch mal eines Besseren besinnt und bleiben jetzt noch mal hier. 20 Minuten später. Gut, wir begeben uns auf die Abfahrt in die Richtung. Das ist die Abfahrt in Richtung Osten nach Bourg Saint-Maurice runter. Bis dahin sind es 19,4 Kilometer und es geht 1150 Meter runter. Ich fand eine absolut tolle Abfahrt mit schöner Aussicht, gutem Asphalt, einfach zum Genießen.
Im Mont Ventoux-Video hatte ich gesagt, dass es für uns unvorstellbar ist, ohne Helm zu fahren. Daraufhin hatte jemand kommentiert, dass er nicht verstehen kann, dass wir keine Handschuhe tragen. Und wie das dann so ist, habe ich mich erstmal dagegen gesträubt. Und ich habe auch gedacht, ich habe ja gar keine Probleme mit den Händen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um den Schutz der Hände auf Abfahrten. Denn wenn man mal bei hohem Tempo ohne Handschuhe stürzt, dann ist die Haut erstmal weg und bis sie wieder da ist, dauert es 1-2 Monate. Und das ist eine scheiß Zeit. Daher fahren wir nun mit Handschuhen und danke für den Kommentar. Im unteren Teil der Abfahrt kam dann dieses enge und sehr technische Stück mit 10 Serpentinen. Hier links unten liegt dann Burg Saint-Maurice. Und das ist die gerade gesehene Abfahrt. Ja, wir sind jetzt unten in Burg Saint-Maurice bei 24 Grad. Die Sonne brennt. Wir sind hier schön im Schatten. Essen ein bisschen was. Überbrücken ein bisschen Zeit, gehen gleich noch einkaufen und dann machen wir uns schon auf den Weg zum Hotel. Hier war ich einkaufen und hatte auch die Kamera mit dabei und hatte eigentlich auch voll die tollen Aufnahmen gemacht. Aber ich werde ja die Kamera im Laufe der Reise noch verlieren und so sind hier diesmal keine Bilder zu sehen. Hier ging es halt richtig steil runter. Da hinter uns sind so orangene Polster. Und wir sind jetzt auf den letzten 10 Kilometern. Hier ist dieser Fluss und jetzt geht es noch auf dem Radweg, glaube ich, ziemlich schön an diesem Fluss entlang, ehe wir im Hotel ankommen. Ja, wer diesen Fahrrad-YouTuber kennt, schreibt bitte mal seinen Namen in die Kommentare. Danke. Das war ein richtig toller Abschnitt hier. Das war voll gut zu fahren. Aber gegen Ende gab es dann doch auch ein paar knackige Anstiege. Einige Rampen. Ja. Und wieder auf der Straße. Schön. Mensch, geil. Okay, der letzte Anstieg, 9%, 1,2 Kilometer lang. Aber das schaffen wir auch. Das ist der schöne Weg an der Isère entlang bis hoch zum Hotel.
Jo, ich habe mich gerade mit einem Holländer unterhalten, bin am Anstieg ein bisschen vorgefahren und da kommt Anne. Ça va? Ich habe mich gerade mit dem gut unterhalten, da musste ich einmal. Alles gut. Ja, ist vollkommen okay. Gut, schauen wir mal. Wir haben dann im Hotel Limonal eingecheckt und an der Rezeption habe ich mit ihr Englisch gesprochen, obwohl sie es nicht so gut konnte. Jedenfalls habe ich gefragt, ob unsere Bikes mit auch aufs Zimmer können. Und da guckt sie mich ganz verständnislos an und sagt, ja natürlich, warum denn nicht? Okay, alles klar, weil ich habe schon gesehen, wir mussten dann die Räder durch die Bar an den ganzen Leuten entlang tragen und die Treppe hoch, die ziemlich schmal war. Und ja, dann haben wir das einfach mal so gemacht. Und paar Stunden später waren wir unten an der Rezeption und dann hat sich herausgestellt, sie hat Bags verstanden, also Taschen. Klar, warum sollte ihr nicht die Taschen mit hochnehmen? Aber in dem Moment, als wir da vorbeispaziert sind mit den Rädern, hat sie es dann auch verstanden. Ja, aber die Räder durften dann oben bleiben. Und der nächste Tag war für uns ein Pausentag. Also ursprünglich hatten wir mal geplant, die Reise in 7 Fahrtagen plus einen Pausentag zu machen. Aber nach den Erfahrungen in den Rätischen Alpen haben wir die Reise umgeplant und es deutlich entspannt. Der Plan war dann, oder wir haben die Strecke auf 9 Fahrtage aufgeteilt und nach 3 Fahrtagen sollte immer ein Pausentag kommen. Und das war auch genau richtig. Denn zum einen haben die Beine eine Pause vertragen können und ich hatte auch Sitzprobleme. Ich bin halt vor der Reise kaum Fahrt gefahren, nur zur Arbeit hin und zurück, den kurzen Weg. Und habe mir die Fitness eigentlich übers Laufen geholt. Also ich war 5 Wochen davor, 3-mal in der Woche 15 Kilometer laufen und gar nicht Fahrrad fahren, habe mir also gar kein Sitzfleisch antrainiert. Und ich glaube, daran lag es, dass ich am Anfang Probleme hatte. Und nach 3 Tagen auf dem Rad freut man sich wirklich auf den Pausentag. Und nach dem Pausentag freut man sich dann auch wieder aufs Rad steigen zu dürfen. Und das war auch ganz wichtig, denn am nächsten Tag sollten wir auf den höchsten Alpenpass, den Col de l'Iseran, fahren. Und das kommt dann im nächsten Video. Ciao. Der E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de entschädigt euch beim Diebstahl eures Fahrrads im Wert von bis zu 15.000 €. Dass auch einzelne Teile, der E-Bike-Akku sowie Fahrradzubehör und Gepäck versichert sind, geschenkt. Viel interessanter finde ich, dass der Schutz erfüllbare Anforderungen an die Sicherung des Fahrrads stellt. Man braucht einfach ein verkehrsübliches Fahrradschloss. Keins nach DIN so und so oder kein schweres Bügelschloss. Und es wird nur empfohlen, das Fahrrad an einen festen Gegenstand anzuschließen. Natürlich. Aber das ist keine Voraussetzung dafür, um Versicherungsschutz zu haben. Und darum geht's ja. Alles digital, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.